glaube, Jo hat eine gescheiterte Beziehung hinter sich. Jetzt braucht er einfach noch ein bisschen Zeit. Und das hat er dir gesagt. Nein, aber spricht alles dafür. Ich habe jetzt so eine gewisse Angst vor Nähe. Und du bist dir sicher, dass er auf der Suche nach einer neuen Beziehung ist? Ich hoffe es zumindest. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es dem Alten heute gefallen hätte. Auf Haro. Warum? Meine 3 Jungs. Das Beste, was ich je in meinem Leben zustande gebracht habe. Haro? Du arbeitest mit diesem Schwein zusammen? So langsam gehen Sie mir auf die Nerven. Das sind Geldtransfers. Auf verschiedene Konten. Aber wird das reichen, um ihn festzulagern? Verlass dich drauf. Tim? Haro? Willst du deinem alten Vater nicht zum Geburtstag gratulieren? Papa, du lebst! Danke, dass du so stur geblieben bist. Irgendwann muss ich doch diesem korrupten Pack in den Weg stellen. Ich kenne solche Typen aus Griechenland. Die haben die miesesten Tricks auf Lager. Ich meine, diese Bonzen bescheißen, wo sie können. Hauptsache, sie können sich die Taschen voll machen. Der Rest ist denen egal. So, und du bist ja sicher, dass wir Mertens rankriegen, obwohl mehr als die Hälfte verschlüsselt ist, ja? Emilio, wie ich dir gesagt habe, wenn du Mertens anzeigst, muss die Kripo das überprüfen. Und die haben dann Experten, die das ganz schnell dechiffrieren können. Hey, und selbst wenn sie ihm keine Bestechlichkeit nachweisen können. Der Typ hat als Staatssekretär über Jahre mehrere Millionen nach Singapur geschafft. Das ist fette Steuerhinterziehung. Und eine Straftat, dafür kommt er in den Knast. Wir dachten, du bist tot. Warum hast du dich nicht gemeldet? Ey, wenn ich denen erzähle, dass du lebst. Was machst du da? Ich ruf sie an. Niemand darf wissen, dass ich noch lebe. Wir behalten Ihre Mutter noch ein paar Tage hier zur Beobachtung. Und bitte achten Sie darauf, dass sie nächstes Mal einen Sichtschutz trägt, falls Sie wieder mal mit Ihren Oldtimern rumschweißen wollen. Okay. Dürfte ich Sie noch um 2 kleine Sachen bitten? Gerne. Es wäre super nett, wenn Sie den Wagen von meiner Mutter als modernen Klassiker bezeichnen würden und nicht als Oldtimer. Die beiden sind der gleiche Jahrgang. Verstehe. Danke für den Tipp. Gibt es sonst etwas, was ich tun kann? Dürfte ich Ihre Telefonnummer haben? Zum Notfall? Müsste ich denn einen vortäuschen? Nein, nicht zwingend. Dann gehst du damit direkt zur Polizei. Okay. Und wenn die mich fragen, wo ich das her habe, sage ich am besten nichts. Und eine neue Referendariatsstelle solltest du dir wirklich suchen. Das weiß ich doch. Ich habe doch nur bei Mertens angefangen, um ihn dran zu kriegen. Du kannst ruhig meinen Namen nennen. Du bist echt mutig. Bitte schön, Ihr Privatrezept. Danke. Jetzt geht's mir schon viel besser. Jo. Olli, Hey, wartest du schon lange? lange genug? Gut, ich gucke mir die Verletzung gleich an. Ich muss noch zum Patienten, der wartet schon. Bis gleich. Bis gleich. Timmy. Nee, nix Timmy. Bist du auf irgendeinem schlechten Trip hängen geblieben oder wie kommt man sonst auf so eine bescheuerte Idee, seinen eigenen Tod vorzutäuschen? Hä? Ich habe es für einmal getan. Alma, deine alte Flamme hier aus der Karibik. Genau. Und diesmal hat es wirklich Mama Dama Ding Dong gemacht. So warm, dass ich den Rest meines Lebens mit Alma verbringen wollte. Da hast du dir gedacht, oh, ich habe jetzt lang genug gelebt, jetzt könnte ich mal so tun, als wäre ich tot, oder was? Ich wollte uns absichern. Ich zahle seit Ewigkeiten die Prämien für diese bescheuerte Lebensversicherung. Alma fand das verrückt. So sparen, bis man tot ist, macht doch keinen Sinn. Es sei denn, man ist Hindu. Okay, die Kurzfassung. Ich habe die Versicherung auf Alma überschreiben lassen und ein paar Monate später haben wir dann meinen Tauchunfall vorgetäuscht. Und nachdem Gras über die Sache gewachsen ist, wollten wir eine Tauchschule auf den Bahamas aufbauen. Und warum bist du nicht auf den bescheuerten Bahamas mit deiner bescheuerten Alma? Hä? Alma ist abgehauen. Mit dem Geld. Das ist gut, ey. Wenn du nicht mein Vater wärst, wegen dem ich meine Augen ausgeheult habe, dann würde ich jetzt verdammt laut lachen. Tim, warte! Du bist für mich gestorben. Genau an dem Tag, wo wir deine bescheuerte Flosse beerdigt haben. Weil wir nichts von dir hatten.
habe ich Zeit für dich. Mein Kollege hat mich schon durchgecheckt, aber du darfst es gerne noch mal machen. Ich bin im Dienst. Ach, Zeit, Privatrezepte zu schreiben, hattest du doch auch. Habe ich da einen Anflug von Eifersucht? Blödsinn. Du hättest mir nur sagen können, dass du auch noch andere Typen datest. Warum? Stimmt, wir haben nur eine Affäre. Kein Beziehungsstress, keine Verpflichtungen. Über Frühstück inklusive. Ja, genauso wie nerventötende Free-Jazz-Konzerte. In dem Sinne, hast du heute Abend schon was vor? Psst. Henke? Jeremy? Jeremy wer? Ach, das Privatrezept, stimmt. Ja. Heute Abend, ich bin mir nicht sicher, ob das... Tu dir keinen Zwang an. Moment. Ja, das ginge doch vielleicht. Okay. Das No Limits? Ja, das kenne ich. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Bist du sicher, dass dir das nichts ausmacht? Jeremy? Ja, das geht doch. Okay. In 3 Stunden. Gut. Bis dann. Tschüss. Probiert den Wodka Touchdown, der ist neu auf der Karte. Und habt Spaß. Danke. Okay, morgen erst spät und der Rest ist wie gehabt. Genau, wenn sich was ändert, rufe ich dich an. Ja, zum Glück habe ich mein Handy wieder gefunden. Sehen wir uns dann später? Ja, ich bin auch gerade auf dem Weg. Ja, super. Ja. Alles klar, bis nachher. Ciao, Per. Vielleicht warst du mal gut genug für Kim. Aber jetzt ist sie erwachsen und braucht einen Mann. Such dir ein Mädchen, das in deiner Liga spielt. Ciao, Per. Wolltest du nicht was zu Frank aufs Polizeirevier bringen? Ich hab's mir anders überlegt. Timmy, nenn mich nie wieder Timmy. Tim, ich habe dir doch nur nichts gesagt, weil ich dich schützen wollte. Wenn ich dich zum Mitwisser gemacht hätte, dann hättest du am Ende noch Schwierigkeiten gekriegt. Das ist rührend, wie du dich um mich sorgst. Das meine ich ernst. Tim, du bist mein Sohn. Du und deine beiden Brüder, ihr seid mir das Wichtigste in meinem Leben. Wenn nicht alles so verdammt schief gelaufen wäre, sobald die Versicherung den Fall abgeschlossen hat, wollte ich mich bei dir melden. Bin ich fast drauf reingefallen. Ich meine das ernst. Das Einzige, worum es dir ging, ist, dass die Versicherung keinen Verdacht schöpft. Und da dachtest du, es ist vielleicht überzeugender, wenn dein Sohn um dich weint? Ich bin so ein Idiot. Frank und Joe haben es richtig gemacht. Die wollten einfach mit dir nichts zu tun haben. Und ich schütze dich auch noch. Das hast du getan? Ja, stell dir vor, so blöd war ich. Nein, Tim. Oh, hallo, Tim. Darf ich Ihnen etwas abnehmen? Ich mach das schon. Ich mach das. Das ist eine entzückende Nachbarin. Das ist Franks Frau, du Idiot. Ja, ich wollte gerade den IT-Heini bei mir reinlassen. Ein IT-Heini und so charmant. Unglaublich. Und was macht er bei dir? Mein Laptop hat den Geist aufgegeben. Und angeblich soll der Mann Tote zum Leben erwecken. Ich habe auch einen Laptop. Ja? Ich bin echt so eine Lachnummer. Ich geb's ja zu, ich verknall mich in Jo. Das war blöd, aber was soll ich denn machen? Sowas sucht man sich doch nicht aus. Wem sagst du das? Und dann mache ich mir auch noch Hoffnung, dass das was wird. Weißt du, und dann verabredet er sich vor meinen Augen mit einem anderen Typ. Und das auch noch um No Limits. Bitte geht's noch? Der Typ ist ebenso sensibel wie ein Betonpfeiler. Manchmal frage ich mich echt, was in dem seinem Kopf vor sich geht. Du, im besten Fall will er dich eifersüchtig machen. Also falls Dr. Ego überhaupt was gedacht hat, dann höchstens, wie kann ich Olli möglichst klar machen, dass er sich keine Hoffnung machen muss. Super, hat funktioniert. Bella, langweilig dich irgendwie? Was? Nein, da ist nur... Hi, kann ich dir helfen? Hi, Jeremy Hartwig. Ich bin Model. Ich wollte gerne meine Setcard hier lassen. Ich habe gehört, du castet gerade.
Genau, die Castingabteilung ist im ersten Stock links. Aber falls da keiner ist, kannst du dich gerne auch noch mal an mich wenden. Danke. Also, der Typ ist heiß. Jo hat eben einen guten Geschmack. Sag nicht ausgerechnet, das ist der Typ, mit dem Jo sich verabredet hat. Nein, um Gottes Willen, Sie müssen dem Staatssekretär nicht extra sagen, dass ich ihn sprechen will. Wenn er zu meinem Cousin fährt, dann sehe ich ihn ja eh gleich. Ja, vielen Dank. Wieso dein Cousin? Ich dachte, deine Familie wohnt in Venezuela. Alter, musst du dich so anschleichen? Ich schleiche mich nicht an, ich mache nur meinen Job. Aber was machst du hier? Ich dachte, du willst zu den Bullen wegen Mertens. Lara hat's mir erzählt. Also habt ihr ihn wirklich bei den Eiern? Nur so viel. Der Typ wird den Tag verfluchen, an dem er sich mit mir angelegt hat. Also hast du ihn angezeigt? Viel besser. Wie besser? Dieses kleine Schätzchen hier ist 1 Million Euro wert. Was? Dieser reiche Stinker wird es bestimmt nicht wollen, dass ich seine Kontodaten an die Steuerfahndung weitergebe. Kann ich verstehen, aber glaubst du, Lara findet das so prickelnd? Ich meine, ich bin mir sicher, dass sie will, dass er verurteilt wird, so wegen diesem ganzen Gerechtigkeitsscheiß. Mann, Sascha, natürlich zeige ich ihn an. Verstehe, also erst abkassieren und dann Knast. Aber erstmal wird er meinen Dreck fressen. Ich habe mich gerade als Graf Lahnstein ausgegeben und von seiner bezaubernden Sekretärin erfahren, dass er sich auf dem Weg nach Königsbrunn befindet. Und was willst du da? Mensch, auf dem Schloss wird er mit Sicherheit nicht seine Schläger dabei haben. Und dann wollen wir mal sehen, ob Kim ihn immer noch so heiß findet, wenn er vor mir auf seinen Knien im Dreck riecht. Tut mir leid, dass ich ausgerechnet diesem Jeremy hinterher gesabbert habe. Du kannst ja nicht hell sehen. Wenn ich nicht gerade auf Jo stehen würde, dann wäre der wahrscheinlich auch ganz oben auf meiner Liste. Vielleicht wäre das eh das Beste. Du solltest den Typen abhaken, der tut dir nicht gut. Gefühle kann man aber leider nicht abschalten. Frag doch mal Jo, wie man das macht. Der kann das auch nicht, der hat nur Angst davor. Deswegen lässt er auch keinen an sich ran. Ja, oder er ist einfach nur eine miese Kröte. Und die soll man nicht küssen, das sind alles Ammärchen. Ich habe oben niemanden vom Casting gefunden. Gut, dann gebe ich deine Setkarte weiter. Danke. Entschuldige. Ich kenne dich irgendwoher. Bist du Model, LCL oder so? Klar, Olli Sabel, hi. Ja, du, aber ich mach das nur so nebenbei. Eigentlich, da gehört mir noch eine Bar. Ist No Limits. Ach, echt? Na, vielleicht kenne ich dich daher. Ich finde den Laden echt lässig. Ich habe da heute sogar eine Verabredung. Echt? Das ist ja ein Zufall. Du, also, falls du Lust hast, ob Zeit, komm vorbei. Vorher können wir was zusammen trinken. Also nicht, dass ich da in dein Date grätschen will, aber so ein Cocktail unter Kollegen. Okay. Warum nicht? Dann parke ich schnell meinen Wagen um, sonst werde ich abgeschleppt. Das kann ja wirklich keiner wollen. Also, dass du abgeschleppt wirst. Genau. Treffen wir uns gleich drüben. Bis gleich. Bis gleich. Es kann wirklich keiner wollen, dass du abgeschleppt wirst? Was soll das jetzt sein? Willst du ihm in sein Date grätschen oder soll es ein Dreier werden? Kommt ganz darauf an. Worauf? Auf Jo. Mal schauen, wie er gleich reagiert. Du kannst dich noch 10-mal entschuldigen. Das macht es nicht besser. Okay, ich gebe auf. Du verzeihst mir nicht und ich kann dich sogar verstehen. Danke, dass du mich eben trotzdem gerettet hast. Das habe ich gemacht, damit Frank nicht auch noch den Schock seines Lebens bekommt. So wie es aussieht, bin ich tot nützlicher als lebendig. Vor meinem Tod haben Frank und Jo nicht mehr miteinander geredet. Weil Jo vor 10 Jahren mal mit Franks damaliger Frau geschlafen hat. Du hattest zu beiden auch keinen richtigen Kontakt. Jetzt, ihr seid richtige Brüder geworden. Ich glaube das nicht. Ich glaube das einfach nicht. Was hast du denn, Hemke? Die Versicherung meines Vaters erstattet Anzeige. Wegen Versicherungsbetrug. Aber dein Vater ist doch tot. Ja, siehst du? Genau das bezweifeln die. Was? Die Versicherung hat die Sachlage nach seinem Tauchunfall geprüft und einer gewissen Alma Müller eine hohe Summe ausgezahlt. Und wer ist das? Ja, was weiß ich? Seine letzte Freundin? Oder soll ich sagen, seine aktuelle Komplizin? Also, Hemke, ich verstehe kein Wort. Also pass auf.
Der Versicherung wurde anscheinend anonym ein Handyfoto zugespielt, auf dem mein Vater zu sehen ist, wie er irgendwo in der Karibik sich einen Drink genehmigt. Und das Ganze ein paar Tage nach seinem angeblichen Tauchunfall. Ach komm, sowas gibt's im Krimi, aber doch nicht im wirklichen Leben. Ja, da wird dir jeder Versicherungsdetektiv aber widersprechen. Wer täuscht schon seinen eigenen Tod vor? Ja, mein Herr Vater anscheinend. Und jetzt fahnden sie nach ihm und nach dieser komischen Alma Müller auch. Und von mir wollen sie eine schriftliche Stellungnahme, wann ich ihn das letzte Mal lebend gesehen habe. Was gibt's denn da zu lachen? Deine Alma hat dich abgezockt. Dumm gelaufen. Aber ich verstehe immer noch nicht so ganz, warum du dann hier bist. Wenn nicht wegen uns. Ich vermute, dass Alma hier ist. In Düsseldorf? Ja, sie hat eine Schwester. Ihre einzige Verwandte und die arbeitet hier als Näherin. Aha. Ich weiß, du glaubst mir nicht. Aber ich bin wirklich der glücklichste Mensch, dass wir uns beide wieder getroffen haben. Wenn schon du mir nicht verzeihst, kann ich wohl kaum davon ausgehen, dass Jo oder Frank für mich Verständnis haben. Der Frank würde mich wahrscheinlich sofort verhaften. Du, glaube ich zwar nicht, aber werden wir sehen. Wie meinst du das? Du, Jo, Frank und ich sind mittlerweile sowas wie echte Brüder geworden. Und deswegen werde ich die beiden mit Sicherheit nicht anlügen. Du willst ihnen doch nicht etwa von mir erzählen? Doch, das werde ich. Left, right, step up to the spotlight. Why you acting uptight? I'm taking you to school. That's right. High, low, don't tell me you don't know how to ever let go. I'm taking you to school. That's right. Tonight we burn it all. Get high, get tall. Yeah, we're lighter than air. You got the key to your release. So pop that lock until you're lighter than air. If you wanna be it, you got to dream. If you got the key, then baby, pop that lock. If you wanna free it, you have got to scream. If you got the key, then baby, pop that lock. Die coolste war meine Tante Charlie. Ach, echt? Bei mir war das meine Oma. Meine Eltern sind ja regelrecht ausgeflippt, aber meine Oma hat meine Mutter zurechtgewiesen. So habe ich dich nicht erzogen. Du hast einen wunderbaren Jungen und solltest dir wünschen, dass er glücklich wird. Das waren ihre Worte. Ja, es hätte auch von Charlie sein können. Noch einen? Nein, danke. Ja, meine Mutter, die hat ja am Anfang gedacht, sie kann sich in Meppen gar nicht mehr auf der Straße blicken lassen, weil ihr Sohn jetzt mit einem Mann zusammen ist. Inzwischen ist sie sogar richtig sauer, dass ich von Christian geschieden bin. Du warst verheiratet? Mhm. Zweimal sogar. Findest du spießig? Ach, Quatsch. Ich hatte selbst eine langjährige Beziehung. Ganz großes Kino. Hi. Stör ich? Nö. Ach du Scheiße, ist es wirklich schon so spät? Sorry, wir haben uns total verquatscht. Das ist übrigens das Date, von dem ich dir erzählt habe. Das ist Jo und das ist... Wir kennen uns. Dann kommst du mir daher so bekannt vor. Aus dem Krankenhaus, stimmt's? Ah, ja. Dann bist du auch sein Patient. Das kann man so sagen, ja. Ja gut, ich muss sowieso arbeiten. Nein, um Gottes Willen, ich wollte nicht stören. Ich hatte eine ziemlich lange und anstrengende Schicht. Eigentlich wäre es mir auch lieber, wenn wir unser Date vertagen. Ist das okay? Okay. Gut. Aber einen Absacker hätte ich noch gern. Entschuldigung. Könnte ich einen Alt haben, bitte? Ich sitze dann da hinten in der Ecke. Viel Spaß euch beiden. Das war gerade aber ziemlich strange. Habt ihr irgendeine... Also ich meine, steht ihr euch irgendwie nahe? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man Jo überhaupt nahestehen kann. Ich will mal eins ganz klarstellen. Ich habe natürlich grundsätzlich nichts dagegen, wenn Sie meine Tochter von ihrem Burrito-Bräter ablenken. Aber wenn Sie sie unglücklich machen, sind Sie ein toter Mann. Nichts läge mir ferner. So, dann wollen wir mal anstoßen. Ja, auf unsere Freundschaft. Und darauf, dass ich jetzt offiziell eine Landstein bin. Zeit wurde es, ja. Herr Sanchez. Wenn du wegen mir gekommen bist, dann kannst du gleich wieder gehen. Das hättest du wohl gerne, hä? Nein, ich bin eher wegen ihm da hier.
Ich wüsste nicht, was wir zu besprechen haben. Ich habe etwas sehr Interessantes gehört. Mir hat jemand gesagt, dass Singapur die neue Schweiz ist und dass Politfuzis die neuen Fußballmanager sind. Hier mal 320.000, da mal 670.000. Justus. Moment. Ich glaube, der junge Mann und ich, wir sollten kurz unter vier Augen sprechen. Ja, was soll das denn? Ignorieren doch einfach. Mich ignoriert man nicht. Nicht mehr. Und schon sehr bald wirst du feststellen, dass du mit ihm da einen ziemlich tiefen Griff ins Klo gemacht hast. Hm? Gehen wir? Doch, Frank zeigt mich an. Er ist ein Kopf durch und durch. Bei sowas völlig humorlos. Nenn mich Weichei. Aber ich fand's auch nicht witzig, was du mit uns gemacht hast. Du sollst deine Brüder ja gar nicht anlügen. Nur ein paar Tage einfach nichts sagen. Ich weiß sogar, wo Almas Schwester arbeitet. Und wenn Alma nicht bei ihr ist, kriege ich raus, wo sie steckt. Und dann bin ich wieder weg. Kannst du bitte einmal aufhören, von dieser Alma zu quatschen? Darum geht's überhaupt nicht. Du hast einfach nur Angst, Frank und Jo in die Augen zu gucken. Nenn es feige. Ich nenne es Selbsterhaltungstrieb. Ich habe keine Lust, den Rest meines Lebens im Knast zu verrotten. Blödsinn! Jo wird das machen, was er am besten kann. So tun, als wäre es ihm egal. Frank wird ausrasten. Eben. Ja, aber sich auch wieder einkriegen. Wird er nicht. Das werden wir sehen. Wo willst du hin? Ich gehe jetzt zu. Frank! Wolltest du zu mir? Jetzt halte ich mal gut fest. Tim, unser Vater ist gar nicht tot. Woher? Lies das. Das kann nicht sein. Die spinnen. Glaub mir, die Versicherung hat Besseres zu tun, als trauernde Hinterbliebene mit haltlosen Behauptungen zu schockieren. Die haben stichhaltige Beweise, dass Haro seinen Tod nur vorgetäuscht hat. Außerdem habe ich bei der Dienststelle nachgefragt. Die haben nicht nur dieses Handyfoto, die haben da auch einen Detektiv hingeschickt. Und der Besitzer der Bar, der hat unseren Vater eindeutig identifiziert. Und zwar quietschlebendig. Und weißt du auch, warum er sich so gut an ihn erinnern konnte? Haro hat seinen Deckel nicht bezahlt. Na, klingelt's? Frank, das muss ein Missverständnis sein. Ja, das kann ich nur für ihn hoffen. Denn wenn er nicht tot ist und mit uns so eine linke Nummer abgezogen hat, dann gehört der Mann in den Knast. Komm doch mal runter. Ich bin noch nicht mal halb oben. Ist doch klar, dass du unseren Vater wieder in Schutz nimmst. Aber eins sage ich dir. Wenn das stimmt und wenn die Versicherung ihn nicht rankriegt, dann sorge ich persönlich dafür, dass der Mann in den Knast wandert. Das sage ich dir. Das kann nicht stimmen, Frank. Warum denn nicht? Haro hätte sich bei uns gemeldet. Ja, vielleicht nicht bei dir, aber definitiv bei mir. Wenn Haro so ein Ding abgezogen hat, dann würdest du ihn nicht decken, oder? Traust du mir sowas zu? Wenn der Mann hier auf der Matte steht, dann will ich das als Erster wissen. Hey, Helmke, ist alles fit? Ich hab was auf dem Herd. Sorry. Ja, was ist denn hier los? Ich muss auch los. Danke, ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Andi kommt gleich. Zweite Tür rechts, zweite Tür rechts. Und psst. Hey, alles klar? Siehst aus, als hättest du gerade einen Geist gesehen. Ich habe alles kopiert. Und wenn die Polizei den Stick in die Hände bekommt, dann bist du erledigt. Was kann ich tun, um das zu verhindern? Soll ich auf die Knie fallen und ganz lieb bitte, bitte sagen? Versuch's doch mal. Mir wären 1 Million Euro lieber. Was? Wenn ich mich wiederholen muss, steigt die Zahl. An deiner Stelle würde ich einen ganz schnellen Anruf in Singapur machen und eine Blitzüberweisung in Auftrag geben. Tick, tack, tick, tack. Du, die Zeit läuft.
Mit jeder Sekunde, die ich warten muss, steigt der Kurs. Ich rechne im Sekundentakt. Also, tick, tack, tick, tack. Ich muss zugeben, ich habe dich unterschätzt. Hello, this is Per Mertens calling. I want to make a wire transfer of 1 million euros to Emilio Sanchez. The password? Casablanca. Yes, Casablanca. Goodbye. Sobald ich dir eine E-Mail mit deiner Kontoverbindung geschickt habe, geht das Geld raus. Das habe ich mir gedacht. Und wehe, du versuchst mich zu lenken. Wenn das Geld nicht bis morgen früh auf meinem Konto ist, bin ich bei der Polizei. Dazu wird's nicht kommen. Dann ist ja gut. Habe ich das eben richtig verstanden? Die kleine Ratte erpresst Sie? Sie müssen sich keine Sorgen um unseren Deal machen. Die kleine Ratte versucht nur, mich zu erpressen. Bin gleich wieder da. Okay. Und? Geht da was? Eifersüchtig? Nein, überhaupt nicht. Wir haben eine Affäre. Es wäre mir nur lieber, wenn wir in Zukunft in unterschiedlichen Teichen fischen könnten, okay? Kein Problem. Falls ich einen Gang zurückschalten soll. Nein, gar nicht. Ich hab doch gesagt, ist alles cool. Danke. Vielleicht sieht man sich ja mal. Viel Spaß. Da läuft doch was zwischen euch. Ich meine, es geht mich nichts an, aber wenn ihr so etwas Ähnliches wie eine Beziehung habt, naja. Keine Angst. Also man kann nicht weiter entfernt von einer Beziehung sein als Jo und ich. Aber du hast ihn ja gehört, ne? Wenn ein Arzt einem verschreibt, dass man viel Spaß haben soll, dann sollte man sich doch dran halten, oder? Also, was meinst du? Gehen wir zu dir oder zu mir? Papa, du willst es nicht verstehen, oder? Du kannst hier nicht bleiben. Ach was, das geht schon. Du wirst mich kaum bemerken. Schön hast du es hier. Noch mal ganz kurz zum Mitschreiben. Nebenan wohnt Frank mit seiner Frau Charlie. Und ihre Tochter Bella, die hier in der WG ein- und ausgeht. Sie ist die Schwester von Olli, der hier in der WG wohnt. Und der hatte was mit Jo. Jo ist schwul? Das ist ja ein Ding. Irgendwie habe ich das immer geahnt. Ja, dann weißt du anscheinend mehr als ich, denn er hatte auch was mit Bella. Und da behaupte mal einer, ich bin der Aufreißer in der Familie. Ja, das hat er anscheinend von dir. Aber lenk jetzt hier nicht ab, du kannst hier nicht bleiben. Irgendein Hotel oder sowas. Na, oh. Ich bin so blank wie ein Nudistencamp. Und die chronische Pleite habe ich anscheinend von dir. Aber für irgendeine billige Pension wird's doch reichen. Geht nicht. Bargeldzahler müssen sich ausweisen. Tja, das ist eines der Nachteile, wenn man tot ist. Keine Kreditkarten, kein Konto. Danke. Keine Manieren. Es war schon schwierig genug, in Rotterdam unerkannt von einem Containerschiff zu kommen und mich bis hierher durchzuschlagen. Wenn ich jetzt in ein Hotel gehe, kann ich auch gleich zur Polizei gehen. Was wahrscheinlich das Beste gewesen wäre. So erspare ich mir den ganzen Stress, die ganzen Lügen mit Frank. Sorry, aber worüber reden wir eigentlich? Ich bin gerettet. Du jobbst bei LCL, wieso sagst du das nicht gleich? Vielleicht, weil dich das nichts angeht? Aber da arbeitet einmal Schwester als Näherin. Ja und? Baby, verstehst du nicht, was für ein Wink des Schicksals das ist? Du musst bloß in die Personalabteilung gehen und mit der entsprechenden Dame ein bisschen flirten. Die sagt dir dann, wo Blanca Müller wohnt und ich bin gerettet. Wir sind gerettet. Und wenn du nicht flirten kannst, dann komm zu Papa. Ich sage nur Australien, Great Barrier Reef, Bondi Beach, Cervers Paradise. Und ich sage nur, vergiss es. Aber wieso? Ich werde mit Sicherheit nicht mit irgendeiner Kollegin für dich rumflirten. Also, lies von meinen Lippen ab. Lass das. Den Blick habe ich von dir gelernt, der bringt bei mir gar nichts. Du bist alleine untergetaucht. Und du kannst wunderbar alleine wieder auftauchen.
Was ist denn los? Ich glaube, das ist doch keine so gute Idee. Ach, ich glaube, das ist sogar eine richtig... Sorry, ich kann das wirklich nicht. Take me to your chest and let me in. Give me mouth to mouth and make amends. Knock me off my feet like heroin. Okay, schade. Ist es wegen deinem Doc? Jo. Bist du sauer? Quatsch, eher enttäuscht. Aber ich glaube, du hast ein Problem. Ja, das glaube ich auch, aber das Problem kann ich einfach nicht länger ignorieren. Schade. Ich glaube, mit uns, das wäre richtig heiß geworden. Aber trotzdem. Viel Glück. Danke. And tonight's the night that we begin the end. Oh. Du hättest den Lutscher mal sehen sollen, als er sein Passwort angeben sollte. Casablanca. Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen mir und 1 Million Euro. Schön, dass alles so glatt lief. Fast schon ein bisschen zu glatt. Du bist sicher, dass das Geld angewiesen hat? Ja, eben war noch nichts da, aber kann ja auch noch nicht. Ein Tag braucht das schon. Ich hoffe nicht, dass das Geld überhaupt kommt. Jetzt hör mal auf, hier so die Laune zu dimmen. Du hättest mal sehen sollen, wie viel Schiss er hatte. Er würde es niemals riskieren, dass ich ihn hochgehen lasse. Hm? Oh, da hätte ich doch glatt was vergessen. Frank, hallo, hier ist Emilio. Ich habe da etwas, was dich interessieren könnte. Einen USB-Stick voll mit Daten von Schwarzgeldtransfers und Steuerhinterziehung. Interesse? Ja. Jetzt gleich? Okay, dann bis gleich. Ciao. Und morgen ist alles perfekt. Per Mertens ist um 1 Million Euro ärmer und der Knast um einen Idioten reicher. Und dann wollen wir mal sehen, ob Kim die linke Parzelle besucht oder ob sie eher rumheult, weil sie sich dem Falschen an den Hals geschmissen hat. Hm? Aha, da ist ja meine überaus eifrige Referendarin. Was machen Sie denn schon wieder hier? Da Sie nicht an Ihr Telefon gehen, kontrolliere ich als Ihre Referendarin lieber selbst, ob Sie Ihre Termine auf der Kette haben. Na, was habe ich denn für ein Glück? Und? Sie werden im Ministerium erwartet. Um diese Uhrzeit. Ich hoffe doch sehr, Sie haben der Ministerin nichts von Ihrem kleinen Hackerangriff erzählt. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Oh doch, haben Sie. Ich weiß ganz genau, von wem Emilio Sanchez die Information über mein kleines Sparkonto in Singapur hat. Wissen ist eine Sache. Es beweisen eine andere. Wo wollen Sie hin? Ich gehe davon aus, dass Sie keinen Wert mehr auf meine Mitarbeit legen. Falsch. Auf jemanden, der mir so clever aufzeigen kann, wo meine Schwachstellen liegen, werde ich ganz bestimmt nicht verzichten. Selbst wenn ich daran Interesse haben würde. Was nicht der Fall ist. Sie werden keine Referendarin mehr brauchen. Da Sie die längste Zeit im Amt waren. Schon wieder falsch. Weil beweisen können und grenzenlose Dämlichkeit zusammengenommen ein Nullsummenspiel ergeben. Zumindest für mich. Sagt Ihnen der Begriff Panic Code etwas? Meiner ist übrigens Casablanca. Poetisch, nicht wahr? Daraufhin wurde das komplette Konto sofort terminiert. Beendet. Geschlossen auf Deutsch. Inklusive aller Transaktionen. Es tut mir leid, aber Sie haben nichts mehr. Bedanken Sie sich bei Herrn Sanchez. Was ist? Wollten wir nicht ins Ministerium? Hi. Hi. Was machst du denn hier? Kann ich reinkommen? Ja, klar, komm mal. Es ging ja ganz schön flott mit euch. Ich habe nicht mit Jeremy geschlafen. Und zwar deinetwegen. Jo. Eigentlich habe ich ihn ja zuerst entdeckt. Aber ich hatte ja gesagt, dass es okay ist, wenn ihr miteinander... Nein, es ist nicht okay. Das mit uns. Warum nicht? Es läuft doch alles super zwischen uns. Kein Stress, kein Generve. Jeder kann tun und machen, was er will. Ich will das so aber nicht.
Ich will keine One-Night-Stands mit irgendwelchen Jeremys haben und ich will auch nicht, dass das mit uns nur eine Affäre ist. Es tut mir leid. Aber mehr kann ich dir leider nicht geben. Jimmy. Und Tim. Almas Schwester ist meine einzige Chance, um wieder an eine Identität zu kommen. Mir geht es doch gar nicht um das Geld. Weißt du, wie das ist, wenn man sich immer verstecken muss? Immer im Schatten bleiben, immer auf der Flucht. Ach komm, wenn du schon irgendwelche Vampirfilme zitierst, dann wenigstens einen guten. Mach dich wohl lustig. Aber so ist es doch. Ich bin ein Untoter. Gebannt im Leben der ewigen Dunkelheit. Okay, pass auf. Selbst wenn ich einen Plan hätte, wie man das macht, ich hack mich doch nicht in irgendein Personalcomputer. Wieso Computer? Die haben doch dort bestimmt ein Adressverzeichnis rumliegen. Ja, mit Sicherheit. Du meinst so einen Notizblock, wo handschriftlich alle Adressen eingetragen sind, hä? Ja? Ja, herzlich willkommen im 21. Jahrhundert, Graf der Finsternis. Pass auf, ich werde mich für dich erkundigen. Vielleicht kennt da irgendjemand Alma oder sonst wer. Aber vorher, bevor ich dich auf die loslasse, verrätst du mir erstmal deinen Plan. Plan? Ja, ein Plan. Du hast nichts gegen Alma oder ihre Schwester in der Hand. Vielleicht gehen die auch gleich zur Polizei. Danke, dass du Frank nichts gesagt hast. Ey, das war eine ultramiese Nummer mit Frank und den anderen. Aber ich habe trotzdem keinen Bock, dich im Knast zu besuchen. Das heißt nicht, dass ich dir verzeihe. Nein, das kann ich auch nicht erwarten. Okay, ich mache einen Plan. Schade, dass ich hier nicht tauchen kann. Da habe ich immer die besten Ideen. Wenn ich tauche und richtig lecker esse. Habt ihr Pumpernickel mit Leberwurst? Grobe Leberwurst. Nein? Davon habe ich geträumt auf dem Containerschiff. Gibt es hier irgendwo einen Supermarkt, wo man noch einzeln einkaufen kann? Du wirst hier mit Sicherheit nicht rausgehen. Ich glaube, ich brauche mich nicht wiederholen, wem du alles über den Weg laufen kannst, oder? Okay, ich gehe einkaufen. Wenn du mir schwörst, dass du dieses Zimmer nicht verlässt. Nicht mal, wenn es brennt. Ich schwöre, bei Poseidon. Wehe, du verarschst mich. You may be somebody's landlord. You may even own banks, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord. Keine Ahnung, was man dir erzählt hat, aber dieses angebliche Konto führt uns nirgendwo. Dann haben eure Computerexperten Scheiße gebaut beim Entschlüsseln der Codes. Auf diesem Stick sind alle Informationen über die Schwarzgeldkonten von Stopp. Ich will keine Namen mehr. Es gibt kein Konto Emilio. Meine IT-Jungs machen da keinen Fehler. Das kann überhaupt nicht sein. Für mich ist die Sache damit erledigt. Tut mir leid, Kumpel. Wieso gehst du nicht in dein Handy, Emilio? Ich habe dir x Nachrichten auf die Mailbox gequatscht. Was gibt's denn so Wichtiges? Du hast es versaut. In deiner verdammten Gier. Wenn du Mertens angezeigt hättest, anstatt ihn zu erpressen, wäre er jetzt verhaftet worden. Aber so lacht er uns aus. Pass mal auf, ich habe Mertens Casablanca? angezeigt, aber Klingelt da was bei dir? das ist Mertens Passwort. Falsch. Das ist sein Panic-Code. Während du vor ihm gestanden hast, hat er seinem Banker gesagt, dass er das ganze Konto löschen soll. Wie löschen? Na, auflösen. Die Gelder auf die Caymans buchen oder was weiß ich. Jedenfalls irgendwohin, wo wir es nie wiederfinden. Ich dachte, wir wollten beide Gerechtigkeit. Aber dir ging es die ganze Zeit nur um Rache. Wer so einen Typen erpresst, der ist genauso korrupt wie er. Die erste Runde hat Mertens gewonnen, aber das nächste Mal... Es gibt kein nächstes Mal. Kapier das endlich. Du hast es vor die Wand gefahren. Ich
krieg den schon noch ran? Das schwöre ich. Mann, wie lange dauert das noch? Ich muss mal. Kriege ich auch mal eine Antwort? Okay, ich stehe seit 10 Minuten. Wenn du irgendwie ein Abführmittel brauchst oder... Ich breche jetzt die Tür auf. Wo ist denn nur mein Werkzeugkasten? Okay, du hast gewonnen. Ich gehe jetzt runter ins No Limits. Aber eins ist klar, wer auch immer da drin ist, schuldet mir ein Bier. Und danke kannst du auch mal sagen. Danke. Wer immer da gerade so einen Druck hatte. Und was machen wir jetzt? Vielleicht hast du recht. Vielleicht ist es wirklich das Beste, wenn wir uns nicht mehr sehen. Willst du das wirklich? Nein. Ich kann mir aber auch nicht länger was vormachen. Dann lieber ein klarer Schnitt. Olli. Du bist der Arzt, aber ein klarer Schnitt sieht anders aus. Olli, ich wollte nur... Was? Einer geht noch. Nein, ich möchte nur, dass wir beide uns an etwas Schönes erinnern. This love, this love is a strange love, a faded kind of day love. This love. Verlass mich nicht. This love.